Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und ja, was soll ich sagen? Wie man schon hören kann, I'm sick. Ja, mir geht es leider heute wieder ein bisschen besser, aber die ganze Woche war nicht so toll. Am Montag hatte ich kurze leichte Halsschmerzen und dachte ich so, okay. Und am nächsten Tag hatte ich Fieber. Und ja, und dann habe ich mich testen lassen und es war Krönchen. Corona hat mich mal wieder besucht. Das letzte Mal Corona hatte ich Anfang letzten Jahres, so im März war das. Ich vermute nochmal, dass ich es danach nochmal im Sommer hatte. Allerdings war ich da nicht positiv, also nicht diesen Sommer, sondern den Sommer davor. Also die Tests waren nicht positiv, aber ich hatte die gleichen Symptome wie jetzt auch. Und jetzt bin ich definitiv positiv, also mehr Striche in dem Test gehen nicht. Ja, war total blöd, weil ich hatte die Woche einiges geplant. Ich hatte einen Termin in Köln, wo ich geniedelt werden sollte. Den musste ich absagen, außerdem konnte ich nicht arbeiten. Und heute hätte ich eigentlich auf 2 Veranstaltungen spielen sollen. Ja, also ich sollte mal sagen, Corona hat mir ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber hey. Ist leider so. Wichtigste ist jetzt erstmal wieder gesund werden. Und ich dachte, ich nutze das jetzt gleich, um mit diesem Vlog zu starten. Das ist heute der erste Tag, dass ich mal wieder ein bisschen Skincare gemacht habe. Und einfach so das, was ich eigentlich morgens immer mache. Das habe ich heute mal wieder getan, weil mir die letzten Tage einfach die Kraft zu einem fehlt. Ich lag wirklich gefühlt nur im Bett. Und ich will mich heute auch nicht überanstrengen, aber mein Plan ist es, heute ein bisschen jetzt hier noch schnell was in der Wohnung zu machen, was auch liegen geblieben ist. Ich wasche gerade eine Wäsche, die muss ich gleich aufhängen, die läuft noch. Danach wollte ich hier einmal durchwischen, wobei durchwischsaugen. Ich habe ja halt einen neuen Wischsauger, den zeige ich euch gleich, weil ich liebe den, seitdem ich den habe. Es ist so schön, dass ich endlich wischen kann in der Wohnung und es nicht mehr so anstrengend ist. Das wollte ich einmal machen. Und dann dachte ich, je nachdem wie ich mich dann fühle, dass wir heute den Balkon, der muss noch herbstready gemacht werden, die Sommersachen müssen weg. Es war ja gestern nochmal super warm jetzt die Tage, aber ich glaube jetzt langsam wird es endlich mal ein bisschen herbstlich. Also Herbstmodus habe ich aktuell immer noch gar nicht, also für mich fühlt es sich immer noch an wie in der Karibik, aber naja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich auch überlegt, ob ich Sommerklamotten runterbringe, Wintersachen hochhole, Schuhe aussortiere noch. Aber ich glaube, das wird einfach alles ein bisschen too much. Deswegen fangen wir erstmal mit den leichten Sachen an. Und ich würde sagen, wir wischsaugen jetzt erstmal und kümmern uns um die Wäsche. Gefühlt wasche ich nur Fußballsachen von meinem Freund. Also, ja, macht auf jeden Fall viel Dreck. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, oh, ey, ihr werdet mich auslachen. Ich bin immer noch nicht zufrieden, allgemein mit dem ganzen Ankleidezimmer. Und, wann ist sie schon mal zufrieden? Wann ist sie zufrieden? Nein, also was heißt, ich sage immer, ich bin nicht zufrieden. Das bedeutet halt so, ja, als ob ich jetzt die ganze Zeit unzufrieden wäre. So ist es jetzt nicht. Nein, ich bin schon zufrieden damit, aber es gefällt mir nicht mehr. Nein, also was ich mir jetzt überlegt habe, ist, also mein Empfinden nach, und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, würde es für mich eher Sinn machen, dass jeder seinen eigenen Kleiderschrank hat. Das heißt, Max hat seinen Kleiderschrank hier, also mein Freund, und ich habe meinen da. Und dann ist das nicht mehr so ein Durcheinander jetzt. Ne? Also gut, das ist jetzt so mein Schuhschrank und das ist seiner. Aber irgendwie gefällt mir das alles nicht. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich halt mir 2 Packschränke zusammenstelle. Also ich habe die auch schon mal zusammengestellt, um so die Kosten abzuwägen.
und dass Max seinen eigenen Packschrank bekommt, wo drin dann seine Schuhe auch sind, seine Klamotten, Fußballsachen etc. Und ich bekomme drüben an der anderen Wand, wo jetzt unser Kleiderschrank steht, die ganze Wand wird dann sozusagen auch mein Kleiderschrank. Max wird natürlich ein bisschen weniger haben, weil wir natürlich die Balkontür noch aufmachen müssen. Und hier ist ja dann auch die Tür. Aber gut, er hat jetzt natürlich, also eigentlich habe ich auch gar nicht mehr Sachen als er. Also er hat jetzt nicht so viel. Das sollte für ihn reichen. Und ich habe ja auch nicht mehr so viel. Ich habe ja super viele meiner Klamotten verkauft. Und generell ist es eigentlich so, ich kaufe halt auch kaum noch was. Das ist auch so eine Sache. Auf der einen Seite ist es schöner, weniger Klamotten zu haben. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, diese Sache mit, ich habe nichts zum Anziehen und ich weiß nicht, was ich anziehen soll, und ist dadurch gefühlt noch schlimmer geworden. Jetzt ist es wirklich so, ich stehe jedes Mal vorm Schrank und ich weiß gar nichts mehr, was ich anziehen soll. Ja, und das ist er. Das ist mein neuer Wischsauger. Den habe ich mir beim letzten Amazon Prime Day gegönnt. Es war halt so, dass ich mit meinem bisherigen Wischsauger, da hatte ich ja diesen von Bissell, nicht zufrieden war. Es gab mehrere Sachen, die mich gestört haben. Das Kabel, die Reinigung, weil es ist immer sehr aufwendig, den Nacht sauber zu machen. Man musste vorsaugen. Und das entfällt bei diesem Gerät. Das ist so toll. Seitdem ich den habe, ist es so, dass ich wirklich einmal in der Woche jetzt durchwische. Das habe ich vorher nicht gemacht, weil ich einfach zu faul war. Ich habe halt fast jeden Tag gesaugt gefühlt, aber gewischt habe ich nur so alle 3 Wochen oder so. Auf jeden Fall hat mich das voll geärgert, weil ich hatte ja schon so einen Wischsauger und irgendwie habe ich dadurch nicht mehr gewischt, weil ich fand ihn halt, den alten von Bissell, halt doch sehr unpraktisch. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich den dann verkauft und habe mir jetzt den Dreamy gegönnt und ich bereue diese Entscheidung nicht. Man bekommt super viel für sein Geld und vor allem ist er einfach super praktisch. Das heißt, man muss nicht mehr vorsaugen, das fällt weg. Dann, also ich kann halt gleich loslegen, sozusagen saugen und wischen. Dann, was ich total toll finde, der hat eine Selbstreinigungsfunktion. Der reinigt sich selber. Danach trocknet er sogar noch die Bürstenrolle. Das ist halt total wichtig, damit es nicht anfängt zu stinken. Ich habe aber auch eine Ersatzbürstenrolle. Das heißt, ich lasse ihn dann immer einmal trocknen, tausche dann die Bürste trotzdem auf, dass sie noch so ein bisschen eventuell resttrocknen kann. Aber ich muss halt wirklich gar nichts machen, außer den Schmutzbehälter ausleeren und einmal durchspülen. Und das war bei dem anderen gar nicht. Außerdem hat er einen Akku, das heißt, ich habe nicht mehr dieses nervige Kabel. Der Akku hält super lange und und der macht den Boden richtig sauber, egal ob ein getrocknetes oder je nachdem. Also klar, ich habe jetzt nicht so die krassesten Flecken auf dem Boden, aber wenn da mal was ist, dann macht das auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe ja auch Mixboden. Hier haben wir Parkett, drüben so eine Art Kork-Laminat und dann habe ich Fliesen im Bad und auf allen funktioniert der super. Gerade auf den Fliesen, also da ist der wirklich richtig gut. Und der ist auch schön breit, also die Bürstenrolle unten ist halt schön breit, sodass man auch gut in die Ecken reinkommt. Ich habe ihn euch unten markiert, wie immer. Ich bin total happy über die Anschaffung und bereue es gar nicht. Und kann ihn jedem empfehlen. Gerade für jemanden, der sehr wischfaul ist das wirklich ein Game Changer. Und das ist halt dann der Frischwassertank. Und da packe ich ein bisschen, also ich habe von denen so eine Flüssigkeit mit dazu bekommen. Man kann aber auch alle anderen Reinigungsmittel nehmen. Hauptsache Sachen, die jetzt nicht so doll schäumen. Also ich würde sonst jetzt dann diesen Zitrusreiniger von Frosch nehmen. Aber ich brauche jetzt erstmal das auf, was dabei war. Und ich packe dann halt immer so, ja, lauwarmes bis warmes Wasser packe ich rein.
Und hier sieht man dann im Display immer die Anzeige und welcher Modus. Ne? Die kann man hier auch Ultramodus. Saugmodus. Automodus. Also der hat auch einen reinen Saugmodus, aber ich benutze immer den Automodus, weil da saugt er und wischt er und der merkt zum Beispiel auch, wenn der Boden dreckiger ist, dann wird er automatisch stärker. Und ich würde sagen, let's go! Und der hat auch ordentlich Zucht drauf. Ladevorgang gestartet. Also ich habe ja, wie schon gesagt, die ganze Wohnung jetzt gewischt und gesaugt und ich habe noch so viel Akku und wir haben eine 80 Quadratmeter Wohnung. Also ich glaube, wer noch mehr hat oder ein Haus oder so, der kommt damit sozusagen mit einer Ladung aus. Und nun drücke ich hier oben die Taste. Vorbereitung des Ultramodus. Damit Bitte er sich 30 selbst. Sekunden warten. Genau, und jetzt reinigt er sich selber. Erstmal macht er die Bürste sauber und hier seht ihr dann den, kann man nicht sehen. Auf jeden Fall reinigt er erstmal jetzt die Bürste und danach wird sie noch getrocknet. Ja. Ultramodus vorbereitet. Start der Selbstreinigung. So, jetzt geht's an den Schuhschrank. Oh, ich kann euch nicht sagen, irgendwie, mich nervt das einfach alles. Ich hätte gerne, ich weiß auch nicht, das ist eigentlich bescheuert, aber ich hätte gerne mehr Platz. Ich hätte gerne mehr einfach Platz, weil dieses Hin- und Hergeräume mich auch so nervt. Aber es funktioniert halt irgendwie alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich hole jetzt erstmal die Sommerschuhe raus und pack dann die Winterschuhe rein. Ich muss sagen, ich bin doch gar nicht so enttäuscht von mir. Ich habe doch gar nicht so viele Winterpaarschuhe. Also ich habe sogar jetzt noch Platz. Ne? Dann können wir noch mal neue kaufen. Nein, Quatsch. Aber nee, ich habe doch nicht so viele, weil ich dachte, oh, da passt das überhaupt doch da rein. Aber stimmt, ich habe letztes Jahr auch schon viele Schuhe aussortiert. Hey, wir haben den nächsten Tag. Ich bin gerade draußen ein bisschen spazieren. Ich wollte noch mal rausgehen, weil ich lag heute irgendwie gefühlt den ganzen Tag im Bett. Heute fühlte ich mich wieder ein bisschen schlapper. Ich habe nur heute mein neues YouTube-Video hochgeladen. Gestern noch schnell fertig geschnitten. Das ist so das Einzige, was ich richtig getan habe. Achso, und eine Pediküre habe ich gerade gemacht. Ja, das musste nämlich auch gemacht werden. Und jetzt gehe ich noch eine ganz kleine Runde spazieren, dass ich wenigstens mal ein bisschen an die frische Luft komme. Ich werde auch morgen dann wieder anfangen zu arbeiten. Und habe halt immer noch so Husten. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Husten diesmal nicht so krass sein wird wie beim letzten Mal. Weil er jetzt gleich von Anfang an mit dabei war. Und ich habe mich jetzt gerade eben auch getestet.
und hatte nur noch so einen mini unsichtbaren Strich. Also ich gehe mal davon aus, dass ich morgen auch wieder negativ bin. Ja, lieben wir. Wir haben den nächsten Tag und ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, denn ich möchte Nägel machen. Die müssen unbedingt gemacht werden. Das ist so jetzt mein Plan. Ich habe heute gearbeitet. Ich arbeite ja auch schon seit gestern wieder und generell geht es mir aber viel, viel besser. Ich fühle mich zwar immer noch schlapp und habe immer noch so ein bisschen Reizhusten, aber ja, das Schlimmste ist auf jeden Fall überstanden und ja, und wie schon gesagt, ich will unbedingt heute Nägel machen und vielleicht fahre ich noch zu meiner Mama, weil ich gerne noch meine Mama besuchen möchte. Und ich hatte euch ja in meinem letzten Vlog schon angedeutet, dass ich ein neues Auto haben möchte und der Wunsch wird immer konkreter. Ich bin auf jeden Fall schon auf der Suche nach dem Auto und habe da so welche in Aussicht. Aber die Sache ist halt immer noch die, weil das ist natürlich, ich muss ja dieses Auto auch erstmal loswerden. Und da weiß ich nicht so richtig, wie ich das machen soll. Also ich habe das Auto jetzt schon zum Verkauf reingesetzt. Aber ich brauche ja auch ein Auto, um auch irgendwo hinfahren zu können oder halt, um mir eventuell dann auch das Auto angucken zu können. Und jetzt bin ich überlegen, ob ich vielleicht dann es doch mehr Sinn macht, das andere Auto schon zu kaufen und erst dann das Auto zu verkaufen. Ja, das sind so ein bisschen die Struggles, die ich habe. Aber ich will mir auf jeden Fall jetzt die Tage hier in Hannover, ich will ja ein bestimmtes Auto haben, ne, den Scirocco. Das ist ja auch ein Sportwagen, aber ein Kleinwagen. Und ich will mir den nochmal so angucken. Also nicht von dem Käufer, von dem ich es gerne kaufen möchte, sondern hier in Hannover irgendein Scirocco. Einfach nochmal, um zu wissen, ey, wie ist es drin zu sitzen, wie ist es drin hinten zu sitzen. Ich weiß ja, wie er aussieht und ich habe ihn auch schon gesehen und ich habe auch schon einmal drin gesessen. Aber zum Beispiel hinten habe ich noch nie gesessen und das würde ich gerne vorher nochmal testen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns jetzt die Tage irgendwie, oh, was ist denn hier schon wieder los? Gucken wir uns mal irgendwo hier in Hannover einen Scirocco an. Ich werde nachher mal gucken, wo ich einen finde. So, ich bin wieder zu Hause und so schauen meine Nägel aus. Ich habe diesmal schwarze Spitzen gemacht, das hatte ich auch noch nie. Aber ich dachte, ich wollte nicht schon wieder weiß machen und rot hatte ich auch keine Lust. Also habe ich jetzt schwarz genommen, weil ich dachte, das ist ein bisschen so neutraler. Und wir haben ja auch Oktober. Und dann war ich noch in der Stadt. Ich wollte so ein bisschen nach
Herbstsachen gucken, habe aber wieder nichts gefunden. Aber ich brauchte unbedingt eine neue Tasche, denn meine Tasche löst sich hier langsam auf. Und da bin ich sogar fündig geworden und ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Und zwar habe ich diese hier gefunden wo war das? Bei Deichmann, genau. Und ich fand die total schön, weil die hier jetzt so ein bisschen so dicker ist und ich finde, dadurch sieht das so ein bisschen stylischer aus. Und die hat 20 € gekostet. Ich muss gleich erstmal was essen. Ich habe richtig Hunger. Und das war's dann. Dann wird heute, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren. So schaut sie auf jeden Fall aus. Und ich finde sie sehr, sehr, sehr stylisch. Also es gefällt mir hier auch mit dem Anhänger. Deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hallo ihr Lieben, wir haben den nächsten Tag und ich habe jetzt Feierabend. Ich werde jetzt gleich zu meinem Lieblings-Secondhand-Laden hier in Hannover fahren und nochmal eine Ladung Klamotten vorbeibringen, die ich aussortiert habe. Und ich wollte euch nochmal zeigen, was ich mir jetzt geholt habe die Tage. Und zwar habe ich mir hier nochmal so ein IPL Hair Removal Gerät geholt. Ich hatte so ein paar davon verglichen auf Amazon und dieses hat mir am meisten zugesagt. Genau, so schaut es halt aus. Und witzigerweise, ich habe mal vor über 10 Jahren, das war mit eins meiner ersten YouTube-Videos, habe ich über so ein Gerät ein Video gemacht, was total gut ankam damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Also die Haare sind irgendwann, als ich damit aufgehört habe, dann wiedergekommen. Aber sie sind dadurch weniger gewachsen. Und jetzt ist es so, dass ich mitbekommen habe, dass man mit diesen Teilen auch Hautbehandlung machen kann, Hautverjüngung, aber halt auch zum Beispiel Narbenbehandlung. Denn ich hatte ja letztes Jahr diese Operation, falls ihr euch daran erinnert. Und ich habe hier am Bauch so 1, 2 kleine Narben, die sind aber sehr dunkel, finde ich. Und deswegen habe ich mir das geholt. Ich werde es natürlich auch für die Haare benutzen, unter den Achseln und so. Aber ich habe mir das geholt, um auch die Narben damit zu behandeln. Einfach damit das Melatonin, also diese dunkle Verfärbung, schneller abgebaut wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich hatte das gesehen, dass das hier auch in einigen Praxen hier in Hannover angeboten wird. Und dann dachte ich, warum so viel ausgeben in der Praxis? Ich probiere es einfach selber. Es tut auch gar nicht weh. Und manchmal kann es so ein bisschen brennen jetzt bei der Haarentfernung, aber generell bin ich jetzt nicht so schmerzempfindlich. Und man bekommt auf jeden Fall das Gerät. Man hat 3 Stufen, die man dort einstellen kann. Also einmal für Akne, für Hautverjüngung und auch für natürlich die Haare. Und ich habe bisher jetzt diese Hautverjüngung gemacht, halt auf meinen Narben. Und ich habe auch schon einmal mein Gesicht damit gemacht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. I don't know. Man hat auf jeden Fall 1 Million Shots, also man drückt ja hier drauf und dann gibt es halt diesen Blitz. Und genau, und man bekommt auf jeden Fall das Gerät, auch noch so eine Schutzbrille und einen Rasierer. Ja, das sind die Sachen, die ich jetzt aussortiert habe. So ein paar Oberteile nochmal und auch 1, 2, 3 Kleider und ein paar Jacken, die ich auch nicht mehr anziehe, schon seit Jahren. Und ja, bin eigentlich immer froh, wenn ich das irgendwie dann doch noch verkaufen kann. Und jetzt gucken wir gleich noch mal im Keller, weil ich habe da noch 1, 2 Winterjacken, die ich gerne aussortieren möchte. So, die Klamotten habe ich jetzt am Second-Hand-Laden gebracht und jetzt bin ich noch kurz in die Stadt gefahren, weil ich nur mal kurz noch ein paar Sachen gucken wollte, die ich brauche. Aber irgendwie, ich finde aktuell gar nichts in den Läden. Mir gefällt einfach gar nichts. So, ich bin wieder zu Hause und ich habe noch in der Stadt dann doch noch eine Strickjacke gefunden. Die fand ich super, super schön, diese hier. Die ist jetzt von New Yorker und die ist schön edel und von der Länge auch schön. Also die gefällt mir richtig gut, deswegen muss ich sie mitnehmen, weil ich irgendwie gar keine weiße richtige, also ich habe eine weiße Strickjacke. Welche ist das denn? Diese hier.
aber die ist ein bisschen länger. Und ich fand die wirklich sehr schön. Und auch schön edel. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Und eine Strumpfhose habe ich hier. Und zwar ist das so eine mit so Glitzersteinen dran. Und sowas habe ich ja auch noch nie gehabt. Es erinnert mich so ein bisschen so an Madonna oder Jennifer Lopez. Wenn die irgendwie Auftritte haben, dann haben die ja auch immer so Glitzerstrumpfhosen an. Und deswegen muss ich die mitnehmen. Weil die kann ich bestimmt jetzt im Winter, vielleicht auch Silvester oder irgendwie so mal anziehen. Und so Netzstrumpfhosen, die halten ja immer ein bisschen länger. Seht ihr? Was schön. Oh, die probiere ich gleich mal an. Ich hoffe, ich habe die jetzt in der größten Größe genommen. Oh. Ich hoffe, das passt. Aber stretchen kann man es auf jeden Fall. Ja, wie man sehen kann. Voll schön. Das glitzert richtig und die sitzt perfekt. Also gut, dass ich L genommen habe. I love it. So, Kinders, wir haben den nächsten Tag. Das ist mein Outfit. Da bin ich. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das Wetter ist heute eine richtige Katastrophe. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt meine Haare gemacht habe. Die werden eh gleich wieder in sich zusammenfallen bei dem ganzen Regen. Aber ich treffe mich jetzt mit Freunden. Wir gehen was essen. Und ich freue mich einfach wieder ein bisschen rausgehen zu können, weil ich ja jetzt seit Corona mich gar nicht mehr mit Menschen getroffen habe, seitdem ich Corona hatte. Und heute ist das erste Mal. Ich fahre jetzt gleich nochmal ein paar Schuhe umtauschen. Und ich glaube, dann werde ich den Vlog jetzt hier auch beenden, weil ich muss den nämlich auch noch schneiden, damit der am Sonntag spätestens online geht. Ui, das Wetter ist heute next level. Genau, ich will am liebsten wieder zu Hause ins Bett. Was soll man machen? So ist das nun mal im Herbst, denn wir haben jetzt wirklich Herbst. Aber es ist so nur am Regnen heute. Aber ich glaube, morgen soll wieder ein bisschen die Sonne rauskommen. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich glaube, ich fahre jetzt noch mal kurz zu einem Laden mir was anschauen. Und dann und dann zum Restaurant. That's it. Hello, wir haben den nächsten Tag und ja, gestern ist halt gar nicht mehr so viel passiert. Wir waren dann essen, irgendwann war ich so müde und bin nach Hause gefahren, habe dann geschlafen. Und heute habe ich die ganze Bude geputzt und werde jetzt gleich noch zu einer Demo gehen für Israel, also für Solidarität mit Israel, weil ja da diese fürchterlichen Terroranschläge passiert sind. Und ich einfach es total krass finde, was gerade überall abgeht. Und von da aus gehe ich dann zu meinem guten Freund, denn wir sind heute Abend noch auf den Geburtstag eingeladen. Und ja, ich warte jetzt gerade noch, bis der Trockner fertig ist. Ich würde jetzt aber hier den Vlog schon mal beenden. Oh, was war das denn? Ich habe auch gerade ein neues YouTube-Video gedreht. Und ich würde jetzt hier den Vlog beenden, weil ich werde heute Abend eh wieder vergessen zu filmen. So ist das immer, wenn ich irgendwie dann unterwegs bin. Aber ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Abonniert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und falls du neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Darüber freue ich mich auch sehr. Und vielen, vielen Dank für euer Support, für eure lieben Kommentare, auch beim letzten Video. Ich freue mich total darüber, weil ich erst gedacht habe, dieser Kanal ist tot. Aber das ist er nicht, er funktioniert immer noch. Und das macht mich umso glücklicher. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Mua.